24 Angler. Let's go. Let's go. 12 Teams. Das ist ein Zeichen, Dicker. Ja! 7 Nationen. 2 Gewässer. Hey. 1 Zielfisch. Ist er weg. Und ein Pokal. Der YPC Bass 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, dem B1 Bootcenter, Wir bauen dein Boot und der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hallo ihr Bass-Verrückten da draußen, herzlich willkommen zur Auftaktepisode des YPC Bass 2025. In Staffel 4 geht es für uns auf eine der ältesten und faszinierendsten Inseln Europas, Sardinien. Ein Ort voller Eigenheiten, allein die sardische Sprache. Ein vom Latein geprägter Dialekt, den selbst viele Festland-Italiener kaum verstehen. In den entlegenen Dörfern im Landesinneren fühlt man sich stellenweise wie in einer anderen Zeit. Das Brot wird hier noch in holzbefeuerten Öfen gebacken. Die Insel gehört außerdem zu den 5 offiziellen blauen Zonen der Welt, also Regionen, in denen überdurchschnittlich viele Menschen extrem alt werden. Das mag an Luft, Brot und Rotwein liegen. Wir haben neben Dolce Vita aber auch noch etwas anderes im Sinn. Denn hier, wo Überbleibsel prähistorischer Kulturen bis heute Rätsel aufgeben, Macchia-überwucherte Granitlandschaften sich mit üppigen Korkeichenwäldern abwechseln und mit ca. 3 Millionen etwa doppelt so viele Schafe wie Menschen leben, erwarten uns auch 2 malerische Kulissen für hoffentlich jede Menge Bass-Action. Der Lago di Cochinas, eingebettet in die grüne Hügellandschaft der nördlichen Provinz Sassari, begeistert Angelfans aus aller Welt mit seinen versteckten Buchten, der vielfältigen Unterwasserstruktur und einer riesigen Black Bass-Population. Der Lago Omodeo liegt mitten im Herzen der Insel und ist zugleich ihr größter See. In den 1920er Jahren, durch Aufstauung des Flusses Tirso entstanden, verbergen sich in dem knapp 30 Quadratkilometer großen und bis zu 61 Meter tiefen Gewässer noch heute die versunkenen Ruinen ganzer Dörfer. Für Angler ein oft kostspieliges Erlebnis, für Fische ein Paradies. Sicherlich interessant zu wissen, die Bass-Populationen in den Seen unterliegen im Verlauf der Jahre gewissen Schwankungen im Hinblick auf Qualität und Quantität. Je mehr Fische gefangen werden, desto weniger Ausnahmefänge sind zu erwarten. Der Lago di Cochinas, in den vergangenen Jahren Heimat riesiger Black Bass, beherbergt aktuell auch viele kleinere Fische, während sich der Lago Omodeo zuletzt zum absoluten Trophy-Fischareal entwickelt hat. Wir erwarten am ersten Wettkampftag die bessere Frequenz und am zweiten die besseren Durchschnittsgrößen. So viel zur Szenerie, jetzt zu den Protagonisten. 12 Teams teilen sich in der Vorrunde auf 2 Gruppen auf. In Gruppe A fischt Titelverteidiger Lure Drop, das B1 Bootcenter ZEC sowie die YPC Best Newcomer Brands-Nace, Gun 10 und Powerboat. In Gruppe B treffen Stroft, CWC, Hearty Rice, Ilex, Abu Garcia und S-Ash Lithium aufeinander. Bei den Regeln hat sich kaum etwas geändert. Die Gruppenphase besteht wieder aus 2 8-stündigen Angeltagen. Einer davon wird auf dem Cochinas, der andere auf dem Omodeo gefischt. Für eine Full-Card müssen die Teams an beiden Seen jeweils mindestens 2 Fische fangen. Außerdem müssen von den insgesamt 10 Wertungsfischen mindestens 2 mit Oberflächenködern überlistet werden. Bei Bass-Turnieren zählt traditionell das Gewicht, nicht die Länge. Deshalb gilt statt eines Mindestmaßes ein Mindestgewicht von 500 Gramm. Anders als im US-amerikanischen oder japanischen Bassangeln dürfen Fische nicht über die Rute ins Boot gehebelt werden, sondern müssen bei uns per Kescher oder Hand gelandet werden. Ansonsten droht eine 10-minütige Strafzeit, die am Tagesende von der Angelzeit abgezogen wird.
Für 1 Stunde pro Tag dürfen die Teams auf Live-Technologie zugreifen und natürlich sind ausschließlich Kunstköder erlaubt. Die besten 3 Teams jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Finale. Im zugegeben sehr unwahrscheinlichen Fall eines Gleichstands sticht der schwerste Fisch. Wie das Finale im Detail abläuft, verrate ich euch zu gegebener Zeit. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Teams aus Gruppe A an. Den Gruppenkopf bildet Lure Drop, das monatliche Überraschungsabo für Raubfischangler. Nach intensiven Gesprächen konnte Daniel Andriani seine Familie und die Geschäftsleitung auch dieses Jahr überzeugen, ihm ein paar Bonustage zur Vorbereitung auf den einzig wahren YPC einzuräumen. Der simbabwische Bass-Titan hofft auf die Titelverteidigung und hat sich dafür seinen Wunschpartner ins Boot geholt. Johannes Dietl, der seine päpstliche Hegemonialstellung nur zu gern auf die ursprünglich amerikanischen Barscharten ausdehnen würde. Als zweiter Favorit geht das japanische Team rund um Bass-Weltstar Ken Niobe ins Rennen. Ken war bereits mehrfach beim YPC Bass dabei, zuletzt für seine eigene Marke. In dieser Staffel startet 10 Feet Under gemeinsam mit der ebenso renommierten Tackle-Schmiede Guncraft unter dem Fusionsnamen Gun 10. Kens Bootspartner und Geschäftsführer Takanori Hiraiwa, Bass-Koryphäe und absolute Lichtgestalt in der Swimbait-Szene. Weiter geht's mit dem B1 Boots Center. Inhaber Frank Schaper, frisch dekoriert mit der YPC Boat Silbermedaille, hat sich für den nächsten potenziellen Triumphzug mit Philipp Obst verstärkt. Der Potsdamer ist ein sehr versierter Raubfischangler und kennt beide Gewässer aus zahlreichen Angelurlauben. Ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Teams. Ebenfalls in Gruppe A angelt Franks Ex-Teampartner Niklas Steinbach, mit dem er 2023 den Titel holte. Nach dem Wunder von Bolsena hatte es sich für das ehemalige Dream Team allerdings schnell ausgewundert. Bei diesem Turnier startet der JDM-Freak für die Berliner Trendmarke Nace, die übrigens als erstes Team das Triple aus Bank, Boat und Bass erreichen könnte. Gemeinsam mit Niklas im Nace-Boot, der niederländische YouTuber Daniel Weyers, bekannt für selbstproduzierte Videobretter, wie zum Beispiel Ich fang en Kaper in mein Onderbroek oder auch aus einigen Videos von First Cast TV. Nachdem ihn viele Fans beim YPC Boat vermisst haben, ist Markus Eule diesmal unweit seiner italienischen Wahlheimat glücklicherweise wieder am Start. Diesmal schickt die deutsche Premium-Brand ZEC neben dem Waller-Experten ihren tschechischen Distributor ins Rennen, Mira Lischka. Als häufiger Teilnehmer bei der Predator Tour ist der Pilsener ein turniererfahrener Mann und außerdem gelernter Physiotherapeut. Beste Voraussetzungen für einen wurfintensiven Tag mit Danny und Co. Und zu guter Letzt das Gespann der ukrainischen Grand Power Boat. Die Alu-Bootsmanufaktur, spezialisiert auf die Herstellung und Individualisierung von Angel- und Freizeitbooten, schickt zum Debüt den Aachener Jan Zitzen und seine Nachbarn aus dem Ruhrpott Goran Vidakovic. Beide sind YPC-Newcomer, doch als leidenschaftliche Raubfischangler mit Turniererfahrung aus anderen Wettbewerben und starken Trainingsergebnissen sollte man auch dieses Gespann auf dem Zettel haben. Das Turnier beginnt bei Bilderbuchwetter. Auf geht's, Leute! Guten Morgen. Mega! Wenn das kein Eulenwetter ist, Jungs, dann weiß ich doch nicht. Viel Glück!
Reibungsloser Start. Wir schauen, wie sich die 6 Boote verteilen. Nace und Powerboat fahren das nordwestliche Ufer hoch, um an der Einfahrt bzw. direkt in einer kleinen Bucht zu beginnen. B1 ist auf der gleichen Uferseite in die andere Richtung aufgebrochen. Gun 10 überquert den See zum Start, während Lure Drop die mit Abstand weiteste Strecke vor sich hat und die ersten Würfe an einem Ausläufer weit im Osten plant. Zack wiederum beginnt unweit der Slippe und ist dementsprechend auch als erstes Team am Spot. So, Jungs und Mädels, herzlich willkommen bei der YPC Best 2025. Team Zack ist natürlich auch dabei. Mit Mira, unserem tschechischen Distributor, und meiner Wenigkeit. Viele von euch kennen mich ja schon. Ich hoffe, es wird ein geiler Angeltag mit vielen Fischen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine geile Show. Wir fangen an mit dem Danny hier in ca. 3 Meter Tiefe. Das hat sich die letzten Tage bewährt. Werden wir schauen. Hoffentlich klappt das heute wieder. Genau, wir werden den ganzen Tag das machen, was wir können. Powerfische. Wir fangen da nicht an, irgendwelche Krabbe über den Grund zu ziehen oder so, sondern wirklich Schmiss auf Schmiss ans Hindernis. Und dann hoffen wir, dass wir uns gegen die ganz starken Teile immer wirklich durchsetzen können. Also, wir haben die erste Trift, würde ich sagen, oder? Alles klar. Ich würde sagen, der erste Wurf nur so. Ja, genau. Ich will keinen Fisch fangen. Sind wir schon zu zweit, Alter. First Cast. Bringt Unglück, Jungs, wissen ja. Und ich habe so hier ein 14 Gramm Chatterbait. Dann haben wir drauf eine Überraschung, die kommt im Mai. Den hat der Johannes gemacht. Dann bin ich mal gespannt, ob der Johannes mit seiner eigenen Waffe schlagen kann heute. Das steht mir am meisten gefreut. So Team Nace checking in. We are at the first spot of the day, and with the pre-fishing we found out this spot. There was a big school of bass and they went really hard on the Nace Bullet, the tubes. Aggressive fishing. We're gonna see if they're still here. Here we go, Daniel. Ooh, that was a good one. All right, first cast. First cast. I'll cast to the left. It's really aggressive fishing. You wanna shoot the tube up and let it fall slowly. Oh. Yeah, fish on? No. No? But I have a bite. Okay, they are here. First cast. But that's good. You Yeah, don't it's want to really catch a fish on the first cast. No, really, for me that's bad luck. So this was good. Perfect, man. It's always with pre-fishing, you find a group of bass and a fish. And you never are guaranteed that they are here the next day. So this is a really, really good sign that we already found some fish. I think we can get our first fish here. I hope so. Yeah. Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen, YPC Best 2025. Jetzt starten wir zusammen mit Philly. Genau. Diesmal mit mir. Ja. Und hoffen, dass wir trocken war. So sieht's aus, ja. Wir waren letztes Jahr schon mal zusammen hier, da hatten wir eine schöne Zeit. Heute ist der Koginos. Hier werden von der Taktik jetzt die kleineren Fische erwartet. Also wir wollen versuchen, möglichst maximal Fische zu fangen. Vielleicht auch schon 2 Topwaterfische. Ja, da drückt er auf jeden Fall die Daumen. Mögen die Boote performen. Ja, und wir. Genau. Feuer frei. Redo. Ja, gestern haben wir hier Fisch gefangen, wie es immer so ist, oder zumindest mal einen ganz kurz mal angecheckt, weil man darf ja im Training nicht die Fische hier verangeln, sondern nur mal testen, ob ein Fisch da ist und gleich wieder weg. Und jetzt haben wir hier ja bestimmt 10 Spots, die wir immer im Wechsel hier an- und abfahren. Das ist so der Plan. Also schnelle Powerfishing eher. Du mit also auch Frierig zum Beispiel, also Finesse. Zwischendurch mal, um tiefe und flache Bereiche schön abzudeckeln. Genau. Das ist der Plan. Hi guys, YPC Bass. We are Team Powerboat Europe. My name is Jan. My name is Goran. And we just arrived at the first spot, trying to do some more shallow fishing between 2 and 3 meters with some cross on a free rig. And we're gonna try to catch some keepers first. Yes. Wish us luck, guys. That's our plan. Guten Morgen, Leute. Buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Willkommen zum YPC Bass 2025 hier in der wunderschönen Sardinien. Ihr befindet euch bei Team Lure Drop. Hier ist mein Partner für das Event, Johannes Dietl, für die ihn nicht kennen. Einer der legendärsten Angler überhaupt aus Deutschland. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, so einen starken und guten Partner zu haben. Auch vom Typ her, auch kein schlechter, muss man echt sagen. Wir haben echt Spaß gehabt im Training.
A lot. Wir sind jetzt gefahren zu unserem ersten Spot. Da gibt es kein Boot weit und breit. Es ist wirklich wunderschön, ein wunderschöner Tag. Der See ist schwierig. Genau, wir haben viel trainiert, wie alle anderen Boote auch. Alle Plätze sind bekannt, alle kennen fast alle Plätze. Wir haben uns jetzt hier hinten in den letzten Teil des Sees verzogen und rollen das Feld von hinten auf. Ganz fett. Das ist der Plan. Gleich mal ein paar Toppifische versuchen zu fangen. Los geht's, oder? Hauen wir rein. Schnappen uns eine Route und hauen rein. Alles klar. I feel really cold this morning. Und los? Krass. Das ist krass. Erster Wurf. Gleich Biss. So einen ganz kleinen Chatter und ich habe den ersten Fisch. Schön. Aber kein weg. Kein Keeper? War ein kleiner. Zweiter Wurf, ein Fisch, das gibt Vertrauen. Das ist ein gutes Zeichen, gibt's Vertrauen, oder? Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich gut, gleich mit dem zweiten Wurf einen Fisch zu verlieren. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Signal, Leute? Wie würdet ihr es werten? Ich probiere jetzt gleich mal was anderes. Ich mache jetzt mal, nehmen wir die andere Route. Das hier war im Training nämlich auch sehr effektiv da. Chatterbait mit Quappi. Ja, haben wir sehr gut drauf gefangen. Und ich sage einfach durch die andere Aktion, dass der Quappi die Flosse daneben hat, die Aktion daneben ist. Dann kommt der ganze Chatter voll voluminös daher. Das hat mir ganz gut gefallen im Training. Da bin ich mal gespannt, ob das auch funktioniert hier. Vielleicht jetzt bei dem Helle ohne Wind. Ist das vielleicht geil, die Farbe des Glitzer. Mal sehen. Music play, the fist begin. Fills the air, steps Fish? quickly. Yeah. Nice. Wait, the net. Really small one. Really small? Rhythm beats, high fresco. Oh, it's gone. Good. Glory note between these walls. Breathe. Oh ja. Alright. Ja. Okay, 62. 62. Thank you. Bye bye. Go home. Okay, danke. Danke. Während Ganten schon munter loslegt, untersuchen die anderen Teams noch die geologischen Gegebenheiten. Das ist so eine in diesem See, Alter. Junge, was ich schon angefiedert habe, das ist brutal. That's the thing here. If you get stuck, you're fucked. On the other lake, it's even crazier how much you get stuck. I heard one of the competitors, Jochen, lost 25 lures in one day. Passiert natürlich auch oft, weil wir uns hier steinreiche Strukturen aussuchen. Also hier sind alte Mauern, die unter Wasser lang gehen. Da drin angeln wir und dann hängt man natürlich öfter. Und da muss man noch mal mit dem Boot dahin fahren, um ein paar Köder zu retten. So, der interessanteste Bereich ist eigentlich da diese Steinspitze. Aber die Fische machen es jetzt ganz leise im E-Motor hier. Warten, bis der Wellenschlag ein bisschen vorbei ist. Naja, so vorsichtig wie möglich halt, gell. Die Fische, die haben jetzt da im Training jeden Tag auf die Fresse gekriegt. Die sind natürlich sehr vorsichtig. Man hat es gemerkt, die letzten Tage viele so Anfasser, Schwanzbeißer, gell. So. Bin ich mal gespannt, was das heute wird. Fisch. Oh, fuck. Ja, vielleicht gleich doch mal einen Toppi auspacken. Ja, mach ich. Du? Ja. Schauen wir mal, ob wir den zweiten heimbringen. Oh nein, weg. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht? Oh shit, der Scheiße, war auf jeden Fall besser. Mann. Scheiße. Das darf natürlich nicht das ganze Turnier so weitergehen.
Jetzt, Toppi. Er hat einen auf dem Toppi. Oh, nee. Nein. Oh, Leute, gleich ein Angriff bei erste Ankommen beim Topwater. Jetzt. Oh, wieder ein Biss. Ja. Man kriegt nicht übertrieben viele Bisse auf Topwater. Das ist wahr. Also so war es zumindest. Es kann natürlich sein, dass jetzt Tag für Tag, dass es immer verbessert ein bisschen jetzt, weil das Wasser sich ein bisschen erwärmt. Heute ist es auch sehr, sehr, sehr still, wie man Fisch. Jo. Vielleicht bringe ich den dritten ja nach Hause. Ganz okay. Okay, schön. Erster Fisch gelandet. Chatterushka. Flexibler Chatterbait. Kann ich die Trailer austauschen. Hier mit einem Krebs. Und hier ist unser erster Wettkampfbarsch. Jetzt schauen wir mal, ob der in die Wertung gehen könnte. 0,59. Yes. Schön. Yes, Sir. Cool, ich denke nicht, dass er in der Endabrechnung eine Rolle spielen wird. Hoffe ich nicht. Aber der Anfang ist gemacht. Bam. Johannes kommt Eule also zuvor und verzeichnet den ersten Erfolg auf seinen neuen Krebs am Blade Jig. Der Anfang ist gemacht. Schwerer Chatter, 15 Gramm, große Blade, schnell gekurbelt, durchs Flachwasser, keine Wellen, kein Wind, kein nichts. Das ist sicherlich nicht die ideale Chatterbedingung, aber wir haben hier einen ganz steinigen Grund. Da kann überall ein Bass stehen und ich kann mit dem Ding halt unheimlich Fläche abdecken. Der fliegt weit. Oh, ich glaube, ich hatte schon wieder einen Fehlbiss. Fliegt weit, macht Druck, zieht die Fische hin und zusammen mit dem Krebstrailer, mit dem Rocky da dran, das ist einfach brutal, diese Aktion. So we're gonna see if we can locate those fish, because we really think they're still here on this stretch. Gonna put the side scan, go about 20 meters, 30 meters out of the shore, and see if we can locate the group of bass on the left. But it could be the time of the day. Yesterday we were catching everything in the afternoon, around 2, 3 o'clock. So yeah, we'll see. You can see the shading. Yeah. Here they are, man. Look. Auch sein, dass er nachmittags erst hier in Fahrt kommen. Meiner Meinung nach muss es erst ein bisschen wärmer werden. Es war wieder 5 Grad in der Früh. Ich friere auch, nicht bloß die Fisch macht da keinen Stress. Sieht zwar warm aus, aber es ist eiskalt hier. Der Wind. Porokita. まあまあいいな。でかいでかい。さっきのだな、絶対。Alright. Alright. Good. Yeah. Whew. I was throwing my crankbait, and this bass chasing my bait, and this bass go back to cross the bank, and changing my fin tackle. Yeah. 105? 105. Alright. This is number 2. Okay, good start this morning. This is beautiful Koginas bass. Yeah, good start. Okay. Thank you. Bye bye. Jumping, please. Okay. Good. Come on. Yes! Get
Good job. Yeah. Nice. Anchor. Finally. We were waiting for that a little bit longer than we planned. Man, I almost fell in the water. Too excited. Yes. It's a decent one. Yeah, it's a good fish for here. Oh. 0.99. Good job. Kilo. Buddy, it's your fish, keep it. Team Powerboat is in the game. First keeper for us. Yes. A good fish for this lake. If you hit a kilo here, you can be happy. Yes, this and is we're right happy. under the kilo. Nice bass. You're gonna jump? No, you're not. That's fine. Let's go. Up. Keep it up. Yeah. Should be a keeper. It's gonna be close. 0.57. Next keeper for us. Just hitting the 0.5 kilos. Yeah, it's great. Seems like the fishing gets on now, so we gotta keep hammering. Tell the others to bite. Whee! Yeah. Good job. Report it. I keep fishing. Ja. Ihr habt's gehört. 1 Kilogramm ist am Kochinas der Richtwert für einen endbordwürdigen Bass. Powerboat und Gun 10 liegen nach gut 30 Minuten also voll im Soll und bringen Teile der Konkurrenz früh ins Grübeln. Petri, Jungs, geil, geht, wenn es ein bisschen was. Schock ist für mich immer, wenn die Johannes was einreicht. Also die ersten Meldungen kommen jetzt schon durch. Die ersten paar Fänge. Schon ein paar gute Fische, ehrlich gesagt. Also für den See. Den See ist gar nicht so einfach, so größere Fische zu fangen. Und 2 Fische um 1 Kilo, die reingekommen sind auf jeden Fall sehr, sehr vernünftige Fische für den See. Also wir hoffen tatsächlich den ganzen Tag irgendwie 2 Fische zu finden, die um 1 Kilo sind. Das wäre unser Ziel. Und mindestens einen Fisch auf Topwater. Und dann mit der Hoffnung, dass am zweiten Tag, dass man einen wirklich guten Tag auf die anderen See erwischt. Und am Ende, bei so einer Art vom Turnier, ja, braucht man schon 10 relativ große Fische. Das ist die Idee. Wir feiern das Champions Weekend. Zu Ehren der krassen Performance vom Team LMAB beim YPC Boat 2025 minus 20% auf alle Rodfaserrouten, Window Bags und Backerns geschenkt, sowie die Erfolgsköder aus dem Turnier im Bundle zum unschlagbaren Preis. Alle weiteren Infos findet ihr direkt per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. Nur vom 16. bis zum 19. Mai und nur auf hechtundbarsch.de. Kinder und Jugendliche, jetzt seid endlich ihr dran. Die Community hat danach verlangt und wir setzen es um. Am 29. und 30. Juli 2025 filmen wir den YPC Fans Junior Edition. Wie immer angeln 4 YPC-Profis beim YPC Fans mit. Dieses Mal sind es Meistermacher Luis Mendes, YPC Bank Champion Ton van Ham, Shootingstar Johannes Gasser und Hechtprofi Max Guder. Doch anders als in den Vorjahren werden keine Volljährigen, sondern Anglerinnen und Angler von 10 bis 17 Jahren mit den Profis um Preise und Medaillen fischen. Alle Details über das Event und natürlich zur Anmeldung findest du per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. Erste halbe Stunde geangelt, wir wechseln nochmal den Spot. Fahren nochmal raus, fahren in der nächsten Bucht rein, wo auch Flachwasser ist. Genau dasselbe Prinzip, Shattern, Topwater, versuchen Powerfishing zu machen und die Fische zu erwischen. Also die wirklich ziehen hier im Prinzip schnell lang, vom Flachen zum Tiefen auch hin, aber irgendwann kommen sie dann und ich hoffe, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, also wie überall. Und übrigens, wir haben ein neues Boot bei. Ja? Philly? Und zwar ein extra Bass-Boot von Finwal, eine Finwal 510 Bass Edition, die wir nochmal modifiziert haben. Das war also
genau die Idee dabei, ein Boot zu haben mit wenig Tiefgang, ein Langvordeck, also ähnlich wie ein Bassboot. Man sieht ja, wie schön die Routen hier lang liegen. Ideal, ein Steuerstand dran und jetzt let's go. Geringer Tiefgang, Alu, also man kann auch mal Steine anbumsen oder was selber passiert. Das ist so der Vorteil. Kannst du flach in die Buchten rein. Ja. Da stehen oft die Bass. Philly hat ja selbst auch eine Rangy, ist ja Mr. Turbo Rangy. Ja. Als Tiller-Version und das ist hier die längere 15er. Dazu aber nachher mehr, dass wir uns mal die Stauffächer angucken. Jetzt wollen wir erstmal einen Fisch fangen hier. Wir sollten gucken, dass wir auf tiefere Bereiche kommen, glaube ich. Das ist zu flach hier. Um die Kurve rum vielleicht das, was wir gestern gemacht haben, diesen Stretch. Da runter so ist. Oder noch einmal diese Ecke intensiver. Kann man machen, dass wir an die Spitze noch mal fahren und vielleicht ein bisschen jiggen oder so. So, das meine ich, ja. Ja. Oh. Stein. Na, super. Zack. Oh ja. Haben wir noch einen dabei? Nein. Haben wir? 5 Minuten bin ich fertig, ich muss bloß ans Werkzeug. Ja, wer Steine genug sucht, Mira, der findet sie auch, gell? Ja. Das, was wir da machen, das ist natürlich ein Bitch-Move auf dem Wasser. Wenn da irgendwas ins Wasser fällt, dann schieben wir heim zu. Die sieht zwar nicht mehr ganz so fresh aus, aber... Bitte? Die geht doch für jetzt, habe ich gesagt. Voila. So, Gips angelegt, Mira. 3-mal kräftig in die Hände gespuckt. Spinnermann. Wow. Wow. Please. Hola. This side. Okay. Fast cast. This is number 3 with 10 feet under crankbait. 8.6? 8.6. Yeah, right. Good. This is number 3. Alright, good start. This tournament. Thank you, Tara. Adipon. Yay! Go on. Ready? Hold. Okay, go. Alright! Yeah. Nice. Good job. Woo. Kutta. Oh, this is number 4. Alright, Taka's got it. Bakra. He got nice one with Bakra from Guncraft. Yeah, beautiful Korean fish. My English isn't good. Sorry, Sammy. 58. Thank you. Good job. Adipon. Yeah. Also ich finde, im Vergleich zu den Vorjahren hat Ken doch leichte Englisch-Fortschritte gemacht. Und das Wesentliche versteht man ohnehin. Alles klar. Kenny Boy is on fire. Alles noch machbar. Ken verabschiedet sich so langsam auf seine verdiente Position. What I'm gonna do now is fish an offshore spot with rocks, and what we're gonna use there is our D-craw. I'm gonna fish it with a free rig. The weight is running free on the line, so I jig it up like a normal jig, but give it a slack line so the weight falls down first and the bait slowly follows. What's different about this lure is that we have air pockets in the scissors, so the pockets will always stand up when the bait drops on the bottom, and it looks like a defense mode from a craw. We have those ribs in here, so we can also put our attractant. This is already crawfish, so matches perfect with this one. If you retrieve it faster, the scissors have a rolling action, and these two things right here have a flapping action.
So it's a really nice crawl. We fish it on almost every rig, also skirted jig, everything. And we caught huge fish during training with this. And let's hope that the fish are going to bite as well today on this lure. Hier geht so eine Spitze rein bis auf 2 Meter hoch. Probieren wir hier ein bisschen jiggen. 10 Minuten und dann fahren wir dahinter. 5 Minuten. Ich werfe das alles ab mit Chatterbaits. Okay. Aber mach du ruhig. Guck mal, Jungs, das ist auch ein neuer Köder. Das ist vom Johannes, der Detail. Jetzt habe ich gestern ein paar Fehlbisse gekriegt. Jetzt habe ich hier nochmal so einen Chebu-Hook eingebaut. Mit einem kurzes Ding aus Mono. Vielleicht bleiben sie drauf kleben. Aber das hat man wirklich gemerkt. Von Tag zu Tag werden die Fische vorsichtiger, weil sie jeden Tag natürlich beangelt werden. Dann habe ich gerade noch so kleine Schwanzbeißer. Vielleicht hängen sie sich ja drauf. Werden wir mal sehen. Schau, dann heute machen wir keine Gefangene. Dann gehen wir gleich aufs Volle. Ah, ich hatte den Biss. Gut. Fehlbiss. Fish on. Yeah, maybe it's big enough. No. No? Don't think so. Let's see. Can read it. Let's just see, man. It's the first fish. It's On good. the Nate's bullet. It would have been the smallest fish we had yesterday. Yeah. 0.56, 560 grams. Nice. Yeah, thank you. Nice. All right. Let's. It's a fish. It's The first official. one. It's official. It's official. We are in the game. 1 pounder, man. A 1 pounder. Really nice. Really nice. Really nice. Where did you get it? Like on the. In the water. Damn. Like here, this line? direction, yes. Fuck, war doch ein Biss. Und guck mal, wo er angenommen hat. Weißt, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt habe ich da das Ding angebaut und habe mir direkt den Schwanz abgebissen. Unvorstellbar, oder? Noch weiter hingepackt. So vorsichtig sind sie jetzt. Geisteskranker Scheiß, Alter. Weiter. So vorsichtig. Ja. Komplett, Alter. Das gibt's ja nicht. Das war ein Biss wie sonst was, die Wolle. Leck mich am Arsch. Was? Mach einen Drehlauch drauf. Ich mach die Bremse mehr zu. Das gibt's nicht. Fisch, Fisch, Fisch. Okay. Petre mir da. Jawohl, schneiderfrei. So haben wir das gern. Countet er? Schauen wir mal. Wie viel? 5,8. Okay. Petre, Alter. Vierter Biss, mein Lieber. Das gibt's ja nicht. Ich hab die Bremse zu locker gehabt. Könnte mich in den Arsch beißen. Fisch. Ich glaube, kein Schlecht. Oh, das ist gar kein Fisch. Alter, was war denn das? War es ein Fisch oder nicht? Nee, war kein Fisch. Ich habe gerade einen Felsen gedrillt. Ihr seht aber, wir werfen hier ganz nah an die Felsen ran und im Prinzip ist es so, der Chatterbait bzw. die Chatterushka fällt und lässt ihn kurz so absinken und gibt dann Gas. Und die Bisse kommen dann meistens, also je steiler die Kante ist, desto wahrscheinlicher ist der Biss auf den ersten 2 Metern. Zum Schluss kann ich einfach nur einkurbeln. Bringt mir nichts, bringt mir nur was, wenn ich übers Flachwasser gehe. Ein guter Wurf ist entscheidend und dann entscheiden die ersten Meter. Und wenn dann der Fels reinhaut,
und sich nicht bewegt, dann glaubst du mir ganz Da wird man kurz an diesen erstmal Bass. excited, oder? Oh Mann. Nix Bass hier. Mhm. Na okay, ist ja nicht weiter wild. Raus, nächster. Wieder zurück. Zurück zum ersten Spit. Ja. 3 Würfe weg. Würde ich auch sagen, ja. Bis man kapiert hat, was der Ken macht. Ein Fisch. Oh, der sieht ja nicht schlecht aus. Weg. Nein, ist nicht da. Nein, ist weg. Fisch weg. Oh, da kommt er. Ja. Scheiße. Guter Fisch, ein Woberakange. Wahrscheinlich liegt es daran, dass dieser Barschhage zu klein ist für diese Bass, Alter, wenn ich da eingebaut habe. So ein Chebu-Hoge da. Schade. Mira. Das war ein großer Fisch. Ich baue gleich um, Alter. Ich mache da hier einen kleinen Drilling dran, das schwöre ich da aber. Am Arsch leck. Viel zu wenig Anbissstelle da, diese Church, das gibt's. Keiner hat schon wieder einen Fisch, das gibt's nicht, ja? Oh, beautiful. Nice one. My jig with 10 feet under stork rope. Nice one. Okay. Da ist der Ken ganz flach unterwegs, Mira. 0.87. Okay, beautiful crocodile fast. This is number 5. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Mich ärgert 4 Bisse über einen Fisch, das ist einfach schlecht. Ja, das stimmt, aber eine Bissausbeute muss schon ein bisschen arbeiten. Ja, ja. Ich mach mir da jetzt noch überhaupt gar keinen Kopf. Normal sind wir um die Uhrzeit noch gar nicht auf dem Wasser. Team Powerboat 057er 86, also Tacker Niklas hat auch schon Fisch. Team Zeck hat auch schon einen. Gratulation, Leute. Geil, auf jeden Fall kommen ein paar Fische. Und wir hätten ja fast auch schon einen. Auch nur fast. Ja. Besser kannst du ja nicht braten. Oh no. Oh no. Yeah, bite. On a tube? Yeah. Shit. No. Fish? Again? Yeah. Come with the rod. Yeah, I got a bite. Come on, take it. Really small. Really small. Really small, but the bite was nice. But this is like 200 grams. Bye bye. Yeah, I had it on the Nace Creed, Texas rig. Fish it really slowly, almost like a Carolina rig. Let's sit on the bottom, wait, move it a little bit. Just let it walk, like a real crayfish on the bottom. It's a nice, very nice lure. It has a lot of action in the claws. I seem to like it. jetzt mal einfach nochmal einen Krebs ran. Guck mal, riesige Staufächer hier. Wie viel Tackle man hier wegbekommt. Hier ein Fach, da ein Fach. Vorne haben wir die Batterien drin. Gucken wir uns nachher nochmal an. Hinten auch unter den Sitzen sind Fächer. Also das Boot ist vollgestoppt mit Fächern. Und hier sieht man es. Hier haben wir eine Routenlänge von 2,15 Meter. Die passen hier wunderbar rein. Top-Platzangebot bei nur eine Breite von 1,90 Meter. Boot hat also eine Gesamtlänge von 5,10 Meter und 1,90 Meter breit. Gut, diese für schmale Enggasse, auch für Liegeplätze, zum Beispiel bei uns. Berliner Raum gibt es ja viele Liegeplätze, die sind in den Angelvereinen begrenzt.
Ja, und für hier sowieso als Bass Edition. Nur bis jetzt hat sie noch kein Bass gebracht. Noch nicht. Naja, vorher schon, nur heute noch nicht. Ja. Vorher schon reichlich. Ja, mögen die Boote performen. Ja? Ich würde sagen, wir performen zum nächsten Spot. Okay. Ja. Hier ist noch nichts. Nichts los. Spektakel sieht in der Tat anders aus. Aber wie Eule schon mehrfach bemerkt hat, die Bass scheinen aus den Trainingstagen gelernt zu haben. Oh Mann! Mann, ey! I'll get it. Alright. Cappaiotta. Yeah. Raro bite. Little skinny. Okay. Number 6. 71. This is number 6. Vor den Augen mitgereister Fans fischt es sich offensichtlich besser. Ganten distanziert alle Konkurrenten deutlich und konzentriert sich ab sofort auf Upgrades oder vielleicht erst einmal aufs Topwatern. Ein anderes Team ist damit bereits zugange. Yes! .066. It's fine. Top water fish, man. Top water fish, man. So important. Yes. Good job. Boom. Thank you, my friend. Oh, you were so important. Yes. So, jetzt nächster Versuch. Nebenarm. Jetzt muss er klappen. Bis? Ja? Just a little bit too small. Yeah, better fish, better fish, better fish. A little bit better. Yeah. Daniel! That's really nice. But this is a nice fish. This is a nice fish. This one's like 800 grams, I think. Yeah, it's a lot better. And look how we eat that craw. Man, I'm figuring them out at the moment. The fish are really slow. I think they're really chilling on the bottom, and we have to fish super finesse. But this one is 100% a keeper. 7, 8. 8. Yeah, it's perfect. Yes, yeah, it's a nice fish. Bye-bye. Yes. It's a good fish. It's not a huge one, but for this lake, it's a nice size. Nice, man. Hey, Nick, what about we both fish Texas? Yeah, I think so. Yeah, dude. Here we go. 100%バイトだね。100% バイト。間違いなくバイト。結構大きめだったな。食った。食ったよ。シャシャシャシャ。でかい。ビッグワン。ビッグワン。よっしゃ。ガワ。ビッグワン。Oh, beautiful. Nice one. じゃあ次。 My jig with 10 feet under stroke row. 1 kilo, I think. 105. 105. Thank you, コリナスバス。バイバイ。Alright. よし。イエイ。キ
Kilo. I'm very happy to come here. Also Ken hat echt einen guten Start, Mann, ey. Dieser japanische Bass-Profi kann irgendwie anscheinend was. Brutal. Brutal, ja. Ich sage ja, das ganze Topwater die ganze Zeit. In der Hoffnung, dass irgendwann kommt der Biss. Das ist natürlich... Man kriegt generell wenig Bisse und ich sage mal auf Topwater umso weniger. Leider, momentan. Wir bleiben optimistisch, weil das war unser Motto für dieses Jahr. Stay positive. Stay positive. We thought it might be difficult, and it is. This is so much like the perch fishing in Holland right now. It's March. Fish are slow, are gathering for the mating, and they like those finesse techniques. Little crayfish on the bottom, super slow. I think the Nace Creed is perfect for that. Such a nice imitation, and we figured out that orange colors was really good here. I don't know why, maybe it's because the water is not super clear, but we found out that orange and green, bright colors are better than the very natural colors. Yeah. Yeah, nice fish. Yeah. Yeah, not nice, but maybe. What did you get it on? On the skirt. Yeah. Yeah, it's a nice one. Yes, dude! Auf den neuen Skirt von Nace. Really good. The Delta. Nice, man. That's a good fish. 084. Yeah, ja. That's good. 840 Gramm. Für uns hier auf dem Koginas sehr wichtig. Und jetzt lassen wir den guten frei. Wait. Can you hold it up a little bit? Just a little? Sorry. It's okay, it's okay. Nice, man. Better now. Yeah, we have to fish really slow, really slow. Yeah, good one, good fish. Important fish. Keep it up. Yes, baby, yes! It's a kilo fish. Very close to. Yeah, maybe. Whew, guys, he wanted it. T-boned. T-bone, top water. Look. That's how you want it. 0.98. There we go. Bad fucker. Top water, almost a kilo. Yeah. That's what we wanted. We're very happy with this one. Very happy. Good job, Jan. Nice fish on top water, guys. Bye bye. Bam. Dieser Topwater Bass ist eine erste echte Ansage. Wichtige Zähler für Powerboat, aber auch Nace hat sich inzwischen gut auf die Situation eingestellt und legt weiter zu. Strike, strike. Ooh, nice one. Another 800 grammer, I think. This one has a belly. This one has a belly. I'm on fire, man! Fireball. Plier? For sure, little princess. Danke. Bitte. Danke. Mein Gänseblümchen. Bitte, mein Herr. Meine Prinzessin. Mein Kartoffelchen. 7, 4. Oh. Nice fish. Oh, there you go, mate. Boom, 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 boom. Oh, wait. Oh, no. Oh, yes. The echo on it. Daniel. Yeah. The other guys catch also fish now. Really? Yes. On top water. Ja, Powerboat. Jan und Goran, sehr gut gemacht. Wir haben noch keinen Topwaterfisch. Ja, aber. Ja, aber. Jetzt fangen wir noch 2 Schwarzbasen über 1 Kilo ja. auf die Boden. Und dann später
nehmen wir den Topwater Barsch. Ich hoffe sehr, dass Daniel bei seinem Bankdebüt demnächst ebenfalls in diesem charmanten Deutsch moderiert. Der Vormittag geht langsam ins letzte Drittel und den Bass scheint die steigende Temperatur zu behagen. Fisch. Yes. Oh! Pietro. Great fish on top water. I got one with the Z-Crow from Gangcraft. 0.62. Oh, 7.6. Oh. But no, it will count because it's... My favorite top water. This is Gangcraft. Yeah, top water name is Z-Crow. I love it. I love it. Ey, wieso hängen denn die nicht? Einer? Ah, schau mal da. Ätzerfisch. Ja, da ist er. Kleiner, ganz klein. Aber ist er erstmal, ja. Da weißt du, warum sie Der erste Fisch. Der erste Fisch. die Upsi. Komm, Alter. Ja. Die kommen hier hinten Der erste. später in Gang. Das Jetzt wissen geht's wir los. eigentlich. Ja. Ist natürlich nicht der von der Größe her, aber schon mal ein Bass. Das ist kein Keeper. 0,43. Können wir also nicht gebrauchen. Naja, aber war ein Anfang. Schleift noch ein bisschen, aber wir wissen, dass hier hinten in dem See die Fische eigentlich relativ spät anfangen richtig zu beißen. Also hoffen wir ein bisschen, dass es ab mittags losgeht oder jetzt langsam losgeht und dann noch ein paar bessere kommen. Das ist erstmal der Plan. €170 Angelkomplettset kostenlos zu deinem Online-Vorbereitungskurs auf die Fischereischeinprüfung. Rute, Rolle, Schnur und das passende Zubehör, das ist alles dabei. Alle Infos findest du auf anglerschmiede.de. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. So Leute, während wir hier warten, was? I don't know. Kann sein. Fels, Stein oder Biss. Während wir hier warten auf die ersehnte Fisch, dachte ich, ich nutze die Chance ein bisschen zu erklären, wie es überhaupt kam, dass Hannes und ich zusammen fischen. Also für diejenigen, die die Angelszene ein bisschen beobachten oder verfolgen in Deutschland, ihr wisst, dass Hannes ist bei der Firma ZEC und fischt seinen eigenen Marke, Barsch Alarm. Ja, normalerweise fische ich LMAB bei der Firma Hecht und Barsch. Wir haben auch bei Hecht und Barsch eine Abo-Box, wo man jeden Monat Überraschungsköder bekommt, zugeschickt, wenn man dieses Box abonniert. Das heißt Lure Drop. Und in dieser Lure Drop findet sich sehr, sehr viele unterschiedliche Marken mit teilweise exklusive Köder. Und da haben wir gedacht, weil Hannes beim Bassangeln fischt viel seine Marke, aber auch ab und zu ein paar andere Marken. Bei mir geht es genauso. Und wir haben gedacht, das wäre eine perfekte Möglichkeit, dass wir beide zusammenkommen. Wir wollten seit sehr, sehr lange zusammen ein Turnier fischen und generell ein bisschen Zeit einfach zusammen verbringen auf einem schönen Ort zum Angeln. Und das war die perfekte Gelegenheit. Und deswegen fischen wir jetzt für Team Lure Drop. Und für diejenigen, die es nie
nie davon gehört hat, check es unbedingt aus. Es gibt wirklich viele sehr coole, einmalige Geschichten bei der Lure Drop Abo von allen Regionen. Aus Deutschland, aus Schweden, aus Japan, also Köder aus der ganzen Welt. Und das versuchen wir auch, ehrlich gesagt, auch während des Turniers auch zu fischen. Köder aus der ganzen Welt? Eigentlich schon. Relativ viel aus Fernost. Das stimmt. Das stimmt. Die sind tatsächlich... Ein paar kommen, glaube ich, auch aus den USA. Ein paar kommen auch aus den USA. Jetzt wäre mal ein Bass aus Italien nicht schlecht. Ja, wirklich. Mann, ey. Petri, Junge, das ist ein schöner, super. Danny, funktioniert das? Geil. 0,68. Fisch, großer Fisch, oder? Wieder Gras. Manchmal. Machst du auch erst Fischkontakt wahrscheinlich. Fisch. Killer. Weg. Weg? Wusste es über diesen scheiß E-Motor. Fisch. Warte. Ja. Komm mal zu dir. Pass auf, da ist mal schnell noch im Wasser, gell? Petri, geil. Soll ich auch mal Danny drauf machen, oder? Na klar, sieht so aus. 0,86. Das ist der größte bis jetzt, ne? Ja. Ja. Yeah, but it's keeper. 0.6. Another keeper. Our plan right now is working really great. We are fishing a steep drop-off, top water, and this one came now on the way back a little bit deeper on a jerkbait. Good job, good fish, man. Oh, this is a better one. No. That is a keeper, I think. Yes, good job. Yes. One more to go, man. 5-1, okay? 0.51. Okay. Small keeper, but keeper is keeper. You can see here the red lips. He likes lipstick. No, this is from eating craw. They get these red lips. That's a keeper. 0.58. Confirm. The 0.5 fish, we know how to catch them. Was this the full cut? No. Yes. Yeah, it's worth it. For this lake, it's a full cut. Now we need 2 more from the other lake. Very happy with this one. Yeah, good job. Very important fish for our mindset. Bye, buddy. Full cut. Kurzer Zwischensprint und zack sind die 8 Fische voll. Zuvor hatte vor allem Goran wenig Augen für die Kamera. Jetzt bleibt etwas Zeit zur Bootsvorführung. Okay guys, we have the full cut. It's perfect for us. Now I can explain you some things about the boat. We are now on the 520 DC powerboat. It's a really comfortable boat with the 2 windows here are free. You can close them. No wind coming in. It's perfect for big waves. Also,
We got the 150 Racing from Mercury. Yeah, it's a really nice motor. In the front we got the Garmin Force and the Garmin 12-inch EcoMap, two times, one in the front and one in the console. Yeah, that's it. Apropos Bootpräsentation. Was macht B1? Oh, Mann, ist der bescheuert. So hängen. Aber so besser. Ein bisschen. Fisch. Oh ja. Hier drüben. Ja, da ist er. Der könnte Maß haben. Sauber. Ein Keeper sein. Wir schauen mal. Ja. 5-2. Und hat er? 0,52, der erste Keeper. Petri. So, wieder zurück. Jo. Es gibt gute Nachrichten, Mensch. B1 hat zwar einen Fisch eingereicht, aber wir sind immer noch vor denen, Daniel. Ah, dann ist noch nichts verloren. Läuft wir alles wie gedacht, Frankie ist mit ganz weit vorn. Man, keiner hat sich eigentlich gewissenhafter vorbereitet als er. Ja, das Ding. So kleiner. Ja. Nicht dolle. Auch wieder so ein kleines Ding. Erstmal ein Keeper aber vielleicht. Das ist erstmal ein Bass. 0,50 So sieht ein Bass aus. Der muss noch wachsen. Ja, doppelt oder dreimal so groß müsste er sein. Aber schöner Fisch, Bass, und der geht gleich zurück. Komm. Ja, die sind robust, die Jungs. Wenigstens schon mal die zwei Fische, die wir brauchen aus dem See. Ja. Wenigstens also nicht die die schon. Größe. Aber gut, wir haben sie. Bite? Not sure. No, it's bottom. It's because we're moving. It's difficult, but it's alright. We don't moving. We're anchoring. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. In German, jetzt leck mich am Arsch. Ja. Leck mich am Arsch. It's a different thing. Mm. Oh, yeah. Ah, fuck. You saw the bite? Yeah, bite. Nice, man! Fuck yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. That's not a big one. But it's official. Maybe a keeper. Yeah, it's tall and skinny, like you. Thanks, Daniel. 560 grams. Plunge. Yeah. Stealing my fish again. Oh, nice. What's that? Yeah. Wow, nice. Little fatty. Und wieder auf die neue Nace-Craw mit neuem Skirter-Jig. Der Delta. Please show the guys. I'll show the guys on YouTube. This is the jig he's catching them on, 6 grams. The Delta, new lure. And then with the orange craw, as we told before, we found out bright colors are good. 600 gram. 600 Gramm. Yep. Okay, here we go. Here we go It's really again. fat. It's a small one. Whopper. Hey. No, no, no. Ja. Niklas und Daniel grooven sich weiter ein. Nace verkürzt auf die beiden Führenden. Aber auch für die anderen Teams scheint das Ganze hier kurz vor der Pause noch einmal Fahrt aufzunehmen. Fisch? Ja, Alter. Guter? Perfekt. Guter. Weiß nicht.
Leider, der ist zu klein. 051. Gerade so Maß. Kann gleich wieder zurück. Number 9. 10 feet on the trunkway. Oh, 64. Alright. Bye bye. Thank you. Feel the bite. Fast. Kilo fish. Yes, this is the kilo fish. Fuck. Hey, but you told me I had a cast. Sorry, man. Yeah, I was only doing the short cast to the shore. Like always. But I think this is the same fish. This might be the exact same fish we caught during the training. 1 kilo. Exactly 1 kilo? Exactly 1 okay. kilo. That's the fish we wanted. Yeah. Now we have two fish around a kilo. Yeah. It's really thin. Old fish. It looks yeah, very old, a little bit unhealthy, so we put him straight back. Thank you for biting. Look at the head. It's so big, but the body is so slim. Poor guy. Finally wanted to eat. And it's gone. You did it. Again. Stark! Mit dem zweiten Topwater Bass verbessern die Newcomer ihre Position für Tag 2 erheblich. Der Titelverteidiger wiederum grüßt inzwischen von ganz unten. Ja, Leute, kamen noch ein paar Fänge rein. Jetzt sind wir absolut Stonebone last. Aber noch nicht hoffnungslos hinten, muss man auch sagen. Schöne Hänger gibt es immer mal. Und ich sag mal jetzt Ken und die Powerboat-Jungs, die sind vorn. Erstmal deutlich, aber alles andere ist in Reichweite, ehrlich gesagt. Erstmal machen wir 2 Fische von diesem See. Die das brauchen ist das Erste, sage ich mal, ja. was man wirklich erledigen muss. Das heißt, wir haben das ist unfassbar, dass man ist fast bei der Halbzeit und kein zwei Wearable Fish im Boot haben. Das ist schon, hat man schon ein bisschen anders vorgestellt, tatsächlich. Minimal. Wird schon noch, wird schon noch. Stay positive. Wird gut. So, erste Tageshälfte ist rum. Philipp, Resümee. Erstmal haben wir kleine Fische. Wir starten von hinten, wie es aussieht. Genau, wir wollen von hinten aufholen. Ja. Bisschen Spannung produzieren. Nee, wir schauen mal. Wir hatten so sonst auch später die größeren. Also ja. Nicht verzagen. Topwater wäre noch schön zu haben. Also wir wollen uns nicht verlassen auf den nächsten See. Wir geben jetzt Gas, Leute. Ja, erste Tageshälfte vorbei. Wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Schaltet wieder ein. Genau. Team D1. Spannend. Ja. Hey guys, first half day is over. We are pretty happy, I think. Yeah, we filled the cart with some okay fish. And our topwater game was good. That was our goal, 2 fish around a kilo. We already have this. But we have some more spots with kilo fish, we know. And I think we're going to stay with topwater. At least one of us. And try to catch another big one on topwater. But you're going to see this in the next episode. Yeah. See you guys. We want to catch the fish more. And thank you for watching YPC YouTube. Never give up. The sandwich lady is making a sandwich. A real Italian sandwich. Un poco de mozzarella. Look at this. Real Italian sandwich. Oh man. Cheers. Cheers. Thanks, Daniel. Na dann, guten Appetit. Nace kredenzt eine wohlverdiente Zwischenmahlzeit. Powerboat und Gun10 haben während des gesamten Vormittags vorzüglich aufgetischt, während wir bei den Teams der unteren Tabellenhälfte bis hierhin eher schwere Kost erleben. Besonders Titelverteidiger Lure Drop sollte sich zeitnah etwas einfallen lassen, wenn man vor Tag 2 nicht schon arg ins Hintertreffen geraten möchte. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, besonders beunruhigt wirkte Johannes noch nicht.
Ich hoffe, dass ein bisschen Bass-Feeling und deutsche Vita auf euch übergeschwappt ist. Wie immer gilt, liken, kommentieren, abonnieren und wer mehr über die Teilnehmer der diesjährigen Staffel erfahren möchte, schaut mal auf der zugehörigen Shopseite nach. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao!